der große Themenblock im Prinzip. Wie kriegen wir die Wirtschaft wieder in Schwung? Wie verhindern wir, dass wir weiter nach unten abrutschen? Welche Ideen gibt es bei der FDP? Welche Ideen gibt es bei den Grünen, die auch in der Tat schnell umsetzbar sind und wirklich was bringen? Also was schnell umsetzbar sind Steuerreformen, weil das entscheidet der Deutsche Bundestag beim Soli ganz alleine und bei den anderen Steuerarten mit den Ländern gemeinsam. Weil wir überall hören, die Kostensituation ist für viele Unternehmen in Deutschland exorbitant hoch, auch was die Sozialabgaben angeht übrigens. Das kann man sehr schnell umsetzen und das setzt auch Kräfte frei, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Vielleicht darf ich das mal kurz sagen. Wir sind das 3. Jahr in Folge in der Rezession dieses Jahr. Der größte aller Wirtschaftsminister aller Zeiten, Robert Habeck, hält das für Gott gegeben oder alle anderen sind schuld. Jedes Prozent zusätzliches Wachstum würde Staatseinnahmen von 18 bis 20 Milliarden Euro bedingen. Also hätten wir die letzten 3 Jahre auch nur 1% Wachstum gehabt, hätten wir jetzt wahrscheinlich 60 Milliarden Euro mehr im Staatssäckel. Das mal zu dem Thema, was kann man eigentlich machen, damit es dem Staat im Zweifel bei seiner Einnahmensituation noch besser geht. Was man nicht machen sollte, wäre den Versuch zu unternehmen, gegen den Markt zu subventionieren. Wenn Menschen Produkte nicht kaufen wollen, können sie noch so viel Geld in Unternehmen hineinschütten. Es hilft nicht weiter. Ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie ein Unternehmen haben, was die besten Schwarz-Weiß-Fernseher der Welt herstellt, kauft kein Mensch, da können Sie noch so viel Geld reinpacken, die werden am Markt nicht überleben. Das gilt für Teile der Automobilindustrie und Teile für andere. Was wir machen können und machen müssen, ist eine Veränderung beim Bürokratieaufwand. Die Leute werden langsam rasend, was sie alles für Dinge ausfüllen müssen. Allein 120 Seiten für die Taxonomie, das was aus Europa kommt, um festzustellen, ob die Nachhaltigkeit in Unternehmen einigermaßen gut gewährleistet ist. Weil nur dann bekommen sie preiswertere Kredite bei den Banken. Wenn sie das nicht machen, werden die Kredite teurer. Auflagen ohne Ende. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Vorsitzender der Bau- und Raumkommission des Deutschen Bundestages. Man rennt auch teilweise gegen Windmühlen an. Und wir brauchen einen Mentalitätswechsel in der öffentlichen Verwaltung. Die Mitarbeiter in der Verwaltung müssen wieder begreifen, dass sie Diener sind und nicht Herrscher über die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft ist diejenige, die erarbeiten muss, was wir verteilen wollen. Wir haben ja beim Bürokratieabbau schon eine ganze Menge geschafft, auch, muss man auch mal sagen, gemeinsam in der Regierung. Ich bin darüber eigentlich ganz froh, dass man zeigen kann, dass Dinge auch sehr, sehr viel schneller gehen, dass Genehmigungen sehr viel schneller gehen, dass gerade da, wo es um Infrastruktur geht, wir dafür gesorgt haben. Und dann sind wir mal 10 Sekunden stolz darauf, dass das gelungen ist. Aber ich würde mitsagen, vollkommen, wir müssen noch sehr viel mehr an Bürokratie abbauen. Wir müssen schneller werden. Das ist ein riesiger Wettbewerbsnachteil, den wir haben. Wir werden jetzt nicht das, was an EU-Vorschriften da ist, mal über Nacht aufheben können. Das wird nicht funktionieren. Aber dass wir beschleunigen, wenn es darum geht, Genehmigungen zu bekommen etc., das ist übrigens auch was sehr schnell wirkt. Ich halte nicht sehr viel davon, den Soli für die sehr gut verdienten abzuschaffen. Das wird auch der Wirtschaft jetzt nicht wahnsinnig viel bringen. Aber bei den Personengesellschaften was wir, glaube ich, tun müssen, ist unseren Wettbewerbsvorteil, den wir haben, weil wir viele kluge Ingenieurinnen und Ingenieure haben, die sich fragen, was ist eigentlich die Zukunft. Nachdem es gelungen ist, auch das erlauben Sie es mir noch einmal zu sagen, nachdem es gelungen ist, die Abhängigkeit von Putins Energie zu gewährleisten. Das war ja nicht einfach. Das war eine riesige Herausforderung. Und das ist gelungen. Es ist nicht kalt gewesen und wir waren energiesicher in Deutschland. Aber wir werden natürlich dafür sorgen müssen, dass unser Wettbewerbsvorteil, dass wir darauf verzichten, in Zukunft mit CO2-Last zu arbeiten, sondern CO2-frei zu wirtschaften, ist ein Riesenvorteil. Wir haben es gerade bei ThyssenKrupp gesehen. Da hatte Herr Merz mal kurz vorgeschlagen, dass das jetzt mit dem grünen Wasserstoffstahl nicht mehr funktioniert. Da waren es die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Gewerkschaften, die gesagt haben, seid ihr eigentlich verrückt geworden. Das ist unsere Linie und natürlich auch die Konzernleitung. Also das ist der Weg. Und ja, der geht nicht einfach, der geht nicht leicht. Er geht auch deswegen nicht leicht, weil wir einen wahnsinnigen Reformstau haben in diesem Bereich und weil wir diese kaputte Infrastruktur in Deutschland haben. Also egal, ob ich mit dem Zug fahre oder über eine Brücke bei mir zu Hause in Erfurt, alles das, was in den letzten weit mehr als 10 Jahren kaputt gegangen ist und nicht repariert worden ist, das haben wir alles noch vor uns, das zu regeln. Und deswegen glaube ich auch, dass es bei der Frage der Schuldenfinanzierung nicht um irgendwas geht, nicht darum geht, dass wir mal eben irgendwo mehr Geld ins System tun, sondern dass wir das dort machen, wo dieser Investitionsstau sehr drückt, bei Straßen, bei Schienen, vor allen Dingen aber auch bei Schulen zum Beispiel und anderen öffentlichen Gebäuden, dass die Kinder wissen, der Ort, an dem ich in die Schule gehe, der hat bestimmt kein kaputtes Klo. Und damit nimmt man auch die Menschen ernst, unter anderem die Kinder, die da leben und jeden Tag hingehen.